Hallo liebe Aquarellfreunde und herzlich willkommen zu dieser kleinen Extra-Ausgabe hier in der Aquarellwerkstatt. Im heutigen Film erkläre ich euch, wie das mit der Unterstützung der Aquarellwerkstatt via Steady überhaupt funktioniert, und im zweiten Teil zeige ich euch eine kleine Tonwertskizze in Vorbereitung auf unseren nächsten YouTube Live-Abend für die Unterstützerinnen am nächsten Dienstag um 19 Uhr. Beim Film in der letzten Woche war uns ja ein kleines Missgeschick passiert. Bela hatte ja aus Versehen Intro und Outro vom Film gelöscht. Ich war unterwegs und konnte deshalb keine neue Aufnahme machen. Bela hat ja die Intro übernommen. Vielen Dank, Bela, dafür. Aber es fehlte natürlich jetzt die Einladung zum nächsten YouTube Live-Abend. Der Livestream findet für alle UnterstützerInnen der Aquarellwerkstatt am nächsten Dienstag, das ist der 4. Oktober 2022, um 19 Uhr hier auf YouTube statt. Den Link versende ich wie immer so circa einen Tag vorher und alle Unterstützerinnen der Aquarellwerkstatt sind, wie gesagt, herzlich eingeladen. Diese regelmäßigen YouTube Live-Abende gibt es speziell für den inzwischen sehr großen Kreis unserer Unterstützer. Ungefähr 550 Mitglieder haben wir bisher und es macht uns sehr froh und stolz, dass die Community, die diesen Kanal hier wertschätzt und eben auch finanziell wertschätzt, inzwischen so groß geworden ist. Als kleines Dankeschön dafür haben wir diese regelmäßigen Livestreams auf YouTube eingerichtet. Das Motiv am Dienstag ist ja etwas anspruchsvoller. Ich möchte gern ein leuchtendes Städtebild mit euch malen und da dachte ich mir, heute hierfür eine kleine Tonwertskizze zu zeigen, ist bestimmt nicht verkehrt. Diese Tonwertskizze, die ich gleich zeige, könnt ihr einfach als Übung malen oder aber ihr verwendet sie schon als Vorübung für den Dienstagabend. Der Stream wird ja auch wie immer aufgezeichnet, sodass ihr ihn dann jederzeit nachschauen könnt. Bevor es jetzt mit dem Malen losgeht, zeige ich euch einmal meine Steady-Seite und wir können gemeinsam durchgehen, welche Formen der Unterstützungen wir für euch eingerichtet haben. Unter jedem beliebigen Video findet ihr, wenn ihr auf Mehr drückt, die Videobeschreibung. Über den Link Deine Unterstützung Steady kommt ihr direkt zu meiner Steady-Seite. Hier sehen wir schon die einzelnen Pakete. Es gibt die Möglichkeit, uns mit 2, mit 5 oder mit 20 Euro zu unterstützen. Ab Januar wird das 2-Euro-Paket nur noch die Zusendung der Skizzen und Fotos für die neuen Filme beinhalten. Für 5 Euro bekommt ihr auch Skizzen und Fotos und zusätzlich könnt ihr euch in der Discord-Chatgruppe austauschen. Außerdem bekommt ihr 4-mal im Jahr Zugang zu YouTube Live-Abenden, an denen ich ein bekanntes Motiv eines YouTube-Films in Echtzeit und live malen werde. Das 10-Euro-Paket, welches es ab Januar neu geben wird, ist hier noch nicht zu sehen. Es ist mit noch mehr Inhalt für euch gefüllt. Für monatlich 10 Euro Unterstützung unseres Kanals bekommt ihr alle vorherigen Inhalte und zusätzlich, und das ist das Besondere an diesem Paket, 10-mal im Jahr einen YouTube-Live-Abend mit einem exklusiven Motiv. Das wird ein Motiv sein, welches auf YouTube sonst noch nicht gelaufen ist, also ein völlig neues Aquarell, bei dem ihr dann mitmalen könnt und im Chat auch eure Fragen stellen könnt. Dieses Paket wird es aber wie gesagt erst ab Januar 2023 geben. Rechtzeitig vorher werdet ihr über alle Änderungen auch noch einmal per Mail und auf den Social-Media-Kanälen informiert. Das 20er-Paket wird zusätzlich zu allen anderen Inhalten noch einen persönlichen Support enthalten. Genaueres werde ich hierzu später noch berichten. Wenn du dich jetzt anmelden möchtest, gehst du wie folgt vor. Du drückst bei einem Paket deiner Wahl auf den Button Mitglied werden und wählst dann aus, wie du dich registrieren willst. Am besten geht es mit der E-Mail-Registrierung. Du füllst das Formular mit deinen persönlichen Daten aus und legst ein Passwort fest. Bei den AGBs einen Haken setzen und ganz wichtig, auch das Feld Ich möchte per E-Mail über Neuigkeiten informiert werden, ankreuzen. Nur dann erhältst du auch regelmäßig von mir die E-Mails mit den Skizzen und Fotos zu den aktuellen Filmen. Nachdem du auf Registrieren geklickt hast, musst du noch deine E-Mail-Adresse verifizieren. Danach kommst du wieder direkt auf die Startseite von Steady und kannst dich rechts oben anmelden. Nun bittet dich Steady noch einmal darum, ein Passwort festzulegen. Du kannst jetzt das gleiche Passwort oder ein neues verwenden, das ist völlig egal.
Wenn du das Passwort gesetzt hast, landest du automatisch wieder auf der Seite, bist nun aber angemeldet und kannst unter Suchst du etwas Bestimmtes die Aquarellwerkstatt eintragen. Du landest nun wieder auf unserer Startseite, bist angemeldet und kannst nun endlich ein Paket deiner Wahl auswählen. Nun wählst du deine Zahlungsmethode und trägst deine Adresse ein. Auf Weiter klicken und dann hast du es schon geschafft. Wenn du rechts oben auf den Button drückst, öffnen sich verschiedene Reiter. Unter Mitgliedschaften findest du jetzt die Aquarellwerkstatt und kannst mit einem Klick alle geposteten Skizzen und Fotos und auch die Links zu den YouTube Live-Abenden dir anschauen. Außerdem kannst du auf dieser Seite problemlos deine Mitgliedschaft jederzeit kündigen oder auch dein Paket wechseln, wenn du das möchtest. Auch eine Nachricht kannst du direkt hier an mich schreiben. So, ich hoffe, ich konnte alle Unklarheiten bezüglich Steady nun beseitigen und wir können endlich mit unserem Motiv loslegen. Für die kleine Tonwertskizze, die ich ja in Vorbereitung für den nächsten Dienstag hier anfertige, verwende ich 2 Aquarellpinsel in verschiedenen Größen und nur 4 Farben: Sienna gebrannt, Lavender, Ultramarinblau und etwas Titanweiß. Dies ist das Foto, nach dem ich auch am Dienstag arbeiten werde. Es ist ein Blick auf das Hamburger Rathaus durch die Mönckebergstraße. Über die Komposition und meine notwendigen Veränderungen für mein Bild werde ich am Dienstag noch ausführlicher sprechen. Ich habe natürlich Formen und auch Tonwerte im Bild verändert, so dass für mich ein stimmiges Aquarell entsteht. Und über diesen Prozess, der ja ungefähr 80% der Arbeit an einem Bild ausmacht, werde ich auch am Dienstag etwas mehr berichten. Die Skizze für meine Tonwertübung kann ganz locker und leicht ausfallen, denn es geht jetzt hier auf keinen Fall um Genauigkeit, sondern einfach nur um die Festlegung der großen, mittleren und kleineren Formen und ihres Tonwertes. In der Malerei grundsätzlich und im Besonderen in der Aquarellmalerei ist es wichtig, wirklich nach den Tonwerten im Bild zu schauen und sie sinnvoll einzusetzen und zu kombinieren. Mit der Zugabe von Wasser können wir jede Farbe in unterschiedlichen Tonwerten darstellen. Das Papierweiß ist hierbei der hellste Tonwert und je nach Wassermenge kann die Farbe heller oder dunkler erscheinen. Ich zeige dies hier an 5 Tonwertstufen. Die hellste ist eben das Papierweiß und die dunkelste ist eine sehr kräftige Mischung aus Sienna gebrannt, Ultramarin und etwas Neutraltinte. Außerdem versuche ich gleich in meiner Tonwertübung die verschiedenen Grautöne jeweils in einer kühlen und einer warmen Variante zu mischen. Die Entstehung des Bildes lassen wir nun sehr schnell durchlaufen. Es gibt wieder einen ersten Farbauftrag mit den hellen Tonwertstufen und sehr weichen Verläufen. Dieser Farbauftrag dient im Grunde einer Untermalung und legt die hellsten Tonwerte schon endgültig im Bild fest.
Nach dem Trocknen male ich mit den Tonwertstufen 4 und 5 die dunklen Bereiche im Bild. Dabei werden die geplanten helleren Formen ausgespart und bringen das Bild zum Leuchten. In den kräftigen Farbaufträgen variiere ich hier zwischen warmen und kalten Temperaturen und versuche mit den Dunkelheiten auch die verschiedenen Bildelemente miteinander zu verbinden. Dieser Tonwertfahrplan wird mir später bei der farbigen Ausarbeitung des Motivs enorm helfen. Und wenn ihr am Dienstag mitmachen möchtet oder den Film später anschauen wollt, wäre es sehr sinnvoll, diese Tonwertübung im Vorfeld auch zu machen. Mit dem trockenen Pinselstrich setze ich nun noch einige Details im Bild. Unbedingt hierbei locker bleiben und nicht so genau arbeiten. Die farbigen kleinen Formen sind in den Städtebildern immer sehr wichtig und deshalb zeige ich hier schon einmal, wie wir mit Lavendelblau oder auch mit Cadmiumrot über die dunklen Farbaufträge arbeiten und das Bild dadurch noch ein wenig an Ausdruck gewinnt. Genauso wichtig sind für mich die weißen Highlights auf den Figuren. Auch dies gehört hier eigentlich nicht mehr in die Tonwertskizze, ist aber später ganz sicherlich Bestandteil des großen Motivs. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, am Dienstag dabei zu sein, freue ich mich auf euch und dieses schöne Motiv. Den Link zum Live-Abend verschicke ich an alle Unterstützerinnen der Aquarellwerkstatt rechtzeitig 1 oder 2 Tage vorher. Dann kommt auch eine Materialliste und noch einmal Skizze und Referenzfoto. Ich freue mich schon auf den Abend mit euch und sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal.